Hey zusammen und willkommen zu dieser Analyse. Macht es euch am besten richtig gemütlich, denn heute tauchen wir direkt in die tiefsten, verborgenen Schichten eures Geistes ein. Klar, bei uns im Westen haben Denker wie Sigmund Freud oder Carl Jung das Konzept des Unbewussten total populär gemacht. Aber heute entschlüsseln wir ein über 1500 Jahre altes psychologisches System der indischen Yogacara-Buddhisten. Wir machen quasi eine kleine Reise tief in das sogenannte buddhistische Unbewusste. Habt ihr euch eigentlich schon mal über dieses faszinierende Rätsel Gedanken gemacht? Also, wenn unser bewusstes Denken während des Schlafs oder in extrem tiefer Meditation wirklich komplett pausiert, wo genau gehen in der Zeit eigentlich unsere ganzen Traumata, unsere tiefsten Gewohnheiten oder unsere Begierden hin? Die können ja schlecht einfach so verdampfen und dann beim Aufwachen magisch wieder da sein. Irgendwo muss das ja alles bleiben, oder? Um dieses Rätsel zu lösen, strukturieren wir unsere Analyse heute in 4 ganz klare Ebenen. Erstens das Problem der leeren Leinwand. Zweitens das Speichernetzwerk. Drittens die Mechanik der Samen. Und viertens schauen wir uns das ultimative Questziel an. Also starten wir direkt mit Level 1, dem Problem der leeren Leinwand. Dafür müssen wir zuerst mal verstehen, wie das Bewusstsein laut diesen antiken Denkern überhaupt funktioniert. Die frühen Buddhisten sahen unser Bewusstsein nämlich absolut nicht als so eine feste, unsterbliche Dauerseele. Für sie war das eher ein extrem flüchtiges, temporäres Ereignis. Stellt es euch vor wie einen Funken, der nur in genau dem Moment aufblitzt, wenn ein Sinnesorgan auf einen passenden Reiz trifft. Es ist fast so, als würde ein Schlüssel perfekt in ein Schloss gleiten. Klick und das Bewusstsein ist für den Bruchteil einer Sekunde da. Und ganz wichtig zu wissen, neben unseren 5 körperlichen Sinnen gilt in diesem System der Geist selbst als ein 6. Sinnesorgan, das unsere Gedanken als Reize verarbeitet. Und genau da wird es super spannend. Nennen wir es mal das Gameplay der Meditation. Denn genau diese Vorstellung schuf ein massives Rätsel für hochrangige meditierende Mönche. Wenn ihr in so richtig tiefe Meditationszustände verfallen sind, kam ihr bewusster Gedankenstrom nämlich komplett zum Stillstand. Die innere Leinwand war völlig leer. Aber sobald sie aus dieser Meditation erwachten, zack, waren all ihre alten Gewohnheiten und Reaktionen sofort wieder da. Wenn das Bewusstsein also nur so ein flüchtiger Funke ist, der zwischenzeitlich komplett erloschen war, was genau bewahrt dann eigentlich unsere Identität, während wir sozusagen offline sind? Das bringt uns direkt zu Level 2, dem Speichernetzwerk. Die Lösung, die sie dafür gefunden haben, ist ein psychologisches Fundament, das seinerzeit echt unfassbar weit voraus war. Stellt euch das Ganze wie eine völlig lautlos im Hintergrund laufende Datenbank vor. Ein extrem unterschwelliges Netzwerk, in dem absolut alles, wirklich alles, was wir jemals erleben, fein säuberlich einsortiert, in unendliche Regale geräumt und gespeichert wird. Nichts von dem, was wir tun, geht jemals wirklich verloren. Die alten Gelehrten nannten das Alaya Vijnana. Übersetzt bedeutet das so viel wie Speicherbewusstsein. Es ist im Grunde ein unermüdlicher, subliminaler Datenstrom, der hinter den Kulissen läuft. Er sammelt alles und hält den stetigen Fluss unserer Identität aufrecht. Und zwar genau dann, wenn unser aktives, waches Denken ruht. Es ist quasi das permanente Backup unseres Lebens. Okay, schauen wir uns auf Level 3 an, wie das in der Praxis funktioniert. Die Mechanik der Samen. Wie genau werden diese Daten, oder besser gesagt unser Karma, überhaupt erst in dieses gigantische Netzwerk geschrieben? Die alten Texte nutzen dafür eine geniale Metapher. Sie beschreiben das Unbewusste wie einen extrem fruchtbaren Boden. Es fängt alles mit einer ganz normalen Handlung oder Erfahrung an. Unser Ego verarbeitet das und dann wird diese Aktion als winziger Same in diese psychologische Erde gepflanzt. Im Sanskrit nennt man das Bija. Dort schlummern diese Samen einfach vor sich hin. Bis in der Zukunft genau der passende Auslöser auftritt. Dann reift der Same blitzschnell heran und zwingt uns in eine völlig automatische Reaktion. Und genau das ist im Kern die echte Mechanik des Karmas. Der wahre Strippenzieher, der richtig aktive Spieler an diesem ganzen System, ist dabei unser Ego. Im Yogacara-Buddhismus wird das als Manas Vijnana, also das 7. Bewusstsein bezeichnet. Dieses Ego strickt aus all unseren einzelnen, oft völlig isolierten Erfahrungen in Rekordgeschwindigkeit eine fortlaufende, zusammenhängende Ich-Erzählung. Es schnappt sich unsere Erlebnisse, drückt ihnen quasi einen dicken, fetten Stempel unseres Ichs auf und versenkt diese geprägten Samen dann ziemlich aggressiv ganz tief in unsere unterbewusste Datenbank. Man kann sich richtig gut bildlich vorstellen, wie tief so eine Prägung geht.
Denk mal an Regenwasser, das immer und immer wieder in exakt dieselben kleinen Rinnen auf dem Boden fließt. Jedes einzelne Mal, wenn ihr einer bestimmten Gewohnheit nachgebt, sei das jetzt ein Wutanfall, ein Verlangen oder irgendeine simple Alltagsroutine, grabt ihr diesen Pfad ein bisschen tiefer in eure psychologische Erde ein. Aus einem kleinen Tropfen wird ein Rinnsal, dann ein Bach und irgendwann wird daraus ein reißender Fluss, dem ihr euch im Alltag fast gar nicht mehr bewusst entziehen könnt. Und das bringt uns zum finalen Level 4, dem ultimativen Questziel. Hier sehen wir nämlich das wahre Endziel dieses gesamten antiken Systems und da gibt es einen echt krassen, beinahe radikalen Unterschied in der Strategie. Wenn wir mal in den Westen schauen zu Theorien von Leuten wie Carl Jung, dann wird das Unbewusste ja oft als so eine verborgene Quelle der Weisheit betrachtet. Etwas, aus dem wir lernen und das wir positiv in unser Selbst integrieren wollen. Die buddhistische Sichtweise sieht das Unbewusste aber völlig anders. Für die ist das in erster Linie der verborgene Ort, an dem die Wurzeln unseres Leidens und all das negative Karma lauern. Das große Endziel besteht also nicht einfach darin, das Unbewusste endlos zu analysieren. Nein, das Ziel ist es, diese Datenbank komplett zu leeren, sie von all diesen negativen karmischen Samen restlos zu reinigen, um den Kreislauf des Leidens wirklich für immer zu durchbrechen. Und wenn man das erstmal verstanden hat, wird einem die Tragweite so richtig bewusst. Unsere tiefsten, unbewussten Muster in diesem Speicherbewusstsein sind nämlich absolut kein passiver Festplattenspeicherplatz für alte, verstaubte Erinnerungen. Ganz im Gegenteil. Es ist ein hochaktiver Code, der in absolut jeder einzelnen Sekunde neu berechnet und projiziert, wie wir unsere eigene Realität überhaupt erst erfahren. Das Alaya Vijnana formt also maßgeblich, wie wir die Welt um uns herum überhaupt wahrnehmen können. Dazu passt dieses kurze, aber unglaublich kraftvolle Zitat wirklich wunderbar. Kleine Zeichen können große Gedanken tragen. Es bringt einfach perfekt auf den Punkt, wie unsere klitzekleinen, scheinbar völlig unbedeutenden Handlungen im Alltag als diese karmischen Samen fungieren. Diese am Anfang unsichtbaren kleinen Samen wachsen im Dunkeln heran und konstruieren am Ende des Tages unsere gewaltige, geteilte Realität, durch die wir jeden Tag navigieren. Ich möchte euch zum Schluss mit einer finalen Frage entlassen, über die ihr heute mal ganz in Ruhe nachdenken könnt. Wenn eure Realität tatsächlich in jedem verdammten Moment ununterbrochen von eurer eigenen, unbewussten Datenbank berechnet und für euch projiziert wird, welche Art von Programmierung schreibt ihr dann genau in diesem Moment für euch selbst? Welche Samen pflanzt ihr heute in euren eigenen Geist? Denkt da wirklich mal drüber nach. Ich hoffe jedenfalls, diese kleine Analyse hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst auf keinen Fall zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sind gerade dabei, diesen Kanal von Grund auf aufzubauen. Wenn du von Anfang an dabei sein willst, ist jetzt der perfekte Moment für ein Abo.